Warum? Weil. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und das heutige Video willst du nicht verpassen, denn du lernst die Kunst der Nebensätze. Man braucht sie, um mehr Informationen über Hauptsätze zu geben. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch. Warum lernst du Deutsch? Weil ich Deutschland liebe. Das ist der Nebensatz und der beginnt in der Regel mit einer Subjunktion. Zum Beispiel weil, wenn, ob, als etc. Nebensätze können ohne Kontext nicht alleine stehen und du weißt bestimmt, dass das Verb im Nebensatz am Ende steht. Aber weißt du auch, warum das so ist? Das zeige ich dir gleich. Hol dir zur heutigen Lektion mein kostenloses Einmaleins der Grammatik. Darin findest du neben Regeln noch viele Übungen und Lösungen, damit du noch heute dein Deutsch verbessern kannst. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Ein Teil des Videos stammt übrigens aus meinem B-Grammatikkurs und der startet voraussichtlich wieder Anfang 2022. Bist du bereit? Dann geht's los. Einer der bekanntesten Nebensatztypen ist der Das-Satz. Ich hoffe, dass es diesen Winter schneit. Der Lehrer will, dass die Schüler ihre Aufgaben machen. Findest du, dass mir dieses Kleid gut steht? Es ist möglich, dass Familie Becker dieses Jahr umzieht. Was fällt dir auf? Kann man Das-Sätze mit jedem Verb im Hauptsatz bilden? Kann man zum Beispiel sagen, die Kinder spielen, dass sie Spaß haben? Nein? Schau dir mal die Verben im Hauptsatz gut an. Alle haben etwas mit Prozessen im Kopf zu tun, mit Gefühlen, Meinungen, Ideen etc. Daher funktionieren sie nicht mit allen Verben. Du findest im Einmaleins der Grammatik eine Übersicht mit den wichtigsten Verben für Das-Sätze. Kommen wir mal zum nächsten Nebensatztyp, dem Ob-Satz. Die Studenten wissen nicht, ob sie die Prüfung bestanden haben. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich heute kochen kann. Darf ich erfahren, ob Sie schon Kinder haben? Was für Nebensätze sind das? Es sind Ja- oder Nein-Fragen, oder? Denn wie viele Möglichkeiten hat man bei Ob-Sätzen, eine Antwort zu geben? Die Studenten haben die Prüfung bestanden oder nicht. Ich koche oder nicht. Und sie hat Kinder oder nicht. Ganz einfach. Ob-Sätze sind oft indirekte Fragen. Das heißt, sie haben kein Fragezeichen, so wie in Beispiel 1 und 2. Es gibt noch weitere Nebensätze, die indirekte Fragen sind. Schau mal. Ich weiß nicht, wann der nächste Bus kommt. Mich interessiert, wie das Universum funktioniert. Ich möchte gerne wissen, wo das Konzert stattfindet. Lena hat keine Ahnung, warum ihr Freund sie verlassen hat. Aber Achtung, du kannst diese indirekten Fragen auch direkt stellen und dann passiert Folgendes. Weißt du, wann der nächste Bus kommt? Kannst du mir sagen, wie das Universum funktioniert? Weißt du, wo das Konzert stattfindet? Hat Lena eine Ahnung, warum ihr Freund sie verlassen hat? Wann braucht man nun ein Fragezeichen und wann nicht? Ganz einfach. Wenn der Hauptsatz eine Frage ist, muss am Ende des Nebensatzes auch ein Fragezeichen stehen. So wie immer. Aber die ersten 4 Beispiele waren keine Fragen, daher kein Fragezeichen. Nun schauen wir uns mal Nebensätze mit wenn an, denn da passieren viele Fehler. Zum Beispiel sehe ich immer wieder, wann du zu mir kommst, stelle ich dir meine Familie vor. Das geht leider nicht, denn hier geht es weniger um Zeit, sondern vielmehr um eine Bedingung. Deshalb benutzt man Wenn-Sätze meistens im Präsens, außer für den Konjunktiv. Du kennst Bedingungen vielleicht aus der Mathematik. Wenn A passiert, dann passiert auch B. Noch ein Beispiel.
Wenn die Sonne scheint, gehe ich spazieren. Achtung, auch hier darf man niemals wann benutzen. Wann ist nur für Fragen und für indirekte Fragen, so wie ich es dir schon erklärt habe. Also, wann scheint mal wieder die Sonne? Oder ich weiß nicht, wann die Sonne wieder scheint. Hier noch ein Beispiel, um ganz klar zu machen, dass wenn im Grunde nicht von Zeit abhängig ist. Wenn der Vogel ein Rabe ist, dann ist er schwarz. Das mit der Zeit ist aber so eine Sache. Alles, was wir machen, hat ja irgendwas mit Zeit zu tun. Wenn-Sätze werden oft zu den temporalen Nebensätzen gezählt, vor allem in Verbindung mit Als-Sätzen, und die zeige ich dir jetzt. Als ich gestern einkaufen war, traf ich meine Tante. Als Mozart im Jahr 1791 starb, war er 35 Jahre alt. Als ich meine Oma letzte Woche besuchte, brachte ich ihr einen Schokoladenkuchen. Man benutzt hier als, weil diese Dinge einmal in der Vergangenheit passiert sind. Als benutzt man nur für die Vergangenheit. Und nun zeige ich dir zum Kontrast, wie man wenn für die Vergangenheit benutzt. Immer wenn ich im Sommer in Frankreich war, hat es mindestens einen Tag geregnet. Immer wenn meine Oma Geburtstag feierte, brachten wir ihr einen Schokoladenkuchen. Meine Mama machte mir früher ein Glas Milch warm, wenn ich nicht schlafen konnte. Wenn ich mehr gelernt hätte, hätte ich bessere Noten gehabt. Du kannst vielleicht schon an dem Wort immer erkennen, dass diese Aktionen mehrmals in der Vergangenheit passiert sind, und das ist ganz typisch für diese Art von Wenn-Sätzen. Nochmal zur Klärung. Für dich als Deutschlerner ist es im Prinzip egal, ob es eine Bedingung ist oder temporal, denn was zählt, ist, dass dein Satz inhaltlich und sprachlich korrekt ist. Okay, einmal kurz durchatmen. Es gibt noch einige weitere Arten von Nebensätzen. Dazu gehören die klassischen Weil- und Da-Sätze, die heißen Kausalsätze. Über die habe ich schon mal ein Video gemacht. Und darin erkläre ich auch Nominalisierungen und Verbalisierungen mit wegen. Dann gibt es noch die sogenannten Konzessivsätze mit obwohl, trotzdem, trotz etc. Und auch darüber gibt es schon ein Video, in dem ich dir die Umformungen zeige. Und bestimmt kennst du Relativsätze. Ja, auch sie gehören zu den Nebensätzen. Das ist ein relativ großes Thema, dafür braucht man auf jeden Fall ein eigenes Video. Und zum Abschluss kommen wir noch zu der Frage, warum das Verb im Nebensatz am Ende steht. Dafür gibt es eine ganz logische Erklärung. Kennst du schon meine Satzbautabelle mit den Positionen vorne, links, Mitte und rechts? Wenn nicht, kannst du dir gerne zuerst mein Video über Hauptsätze anschauen. Dort erkläre ich es dir. Oder schau ins Einmaleins der Grammatik. Auch dort findest du eine Übersicht. Nun schauen wir uns an, wie Nebensätze aufgebaut sind. Kurz noch zum Satzbau im Hauptsatz. Das Verb steht normalerweise links. Wenn es mehrere Verben gibt, stehen sie links und rechts. Ich kann nicht zum Unterricht gehen, weil ich krank bin. Obwohl ich eine Prüfung schreibe. Wenn ich nicht vorher meine Hausaufgaben gemacht habe. Was fällt dir auf? Im Nebensatz steht links kein Verb, so wie im Hauptsatz. Dort steht jetzt nämlich die Konjunktion und das ist das Wort, das einen Hauptsatz mit einem Nebensatz verbindet. Man nennt diese kleinen Wörtchen auch subordinierende Konjunktionen oder Subjunktionen. Sie sind nur für Nebensätze bestimmt. Hier noch ein paar weitere Beispiele. Ich glaube, dass ich nach dem Kurs die Grammatik endlich verstanden habe. Weißt du, ob das Oktoberfest dieses Jahr wieder stattfinden wird?
Heute kaufe ich mir endlich den Laptop, den ich mir schon seit Monaten wünsche, auf den ich schon seit Monaten spare. Kannst du nun erklären, warum das Verb bzw. alle Verbteile im Nebensatz am Ende stehen? Das liegt daran, dass die Konjunktion in der Spalte links steht und deshalb dort kein Platz mehr für ein Verb ist. Das gilt natürlich auch für Relativsätze, so wie in Beispiel 6, denn das sind auch Nebensätze, aber sie beginnen nicht mit einer Konjunktion, sondern mit einem Relativpronomen. Die Spalte vorne bleibt im Nebensatz meistens leer, aber auch dort kann manchmal eine Information stehen, so wie in Satz 7. In der Tabelle siehst du vorne den Hauptsatz und hinten den Nebensatz. Es geht aber auch andersrum, denn viele Sätze beginnen mit Nebensätzen und erst dann folgt der Hauptsatz. Weil ich fleißig gelernt habe, habe ich die Grammatik nun endlich verstanden. Ich habe die Grammatik nun endlich verstanden, weil ich fleißig gelernt habe. Wenn es den Tag über so weiter regnet, werde ich heute auf keinen Fall vor die Tür gehen. Ich werde heute auf keinen Fall vor die Tür gehen, wenn es den Tag über so weiter regnet. Ja, so funktioniert das Thema Nebensätze. Es gibt noch ein paar andere Nebensatztypen, die erkläre ich dir aber ein anderes Mal. Dazu gehören zum Beispiel Nebensätze mit nachdem, die man oft für das Plusquamperfekt benutzt, oder Finalsätze mit umzu. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Dann kannst du noch schneller Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.